Du stehst an der Kaimauer eines Hafens und schaust auf ein Containerschiff. Es ist 400 Meter lang, 50 Meter breit und trägt 23.000 Container. Voll beladen wiegt es über 200.000 Tonnen. 200.000 Tonnen Stahl. Jetzt nimm eine Büroklammer aus deiner Schublade. Lass sie in ein Glas Wasser fallen. Sie sinkt. Eine kleine, leichte Büroklammer aus ein paar Gramm Stahl geht sofort unter, während ein Schiff aus dem gleichen Material mit dem 200-Millionenfachen ihres Gewichts auf dem Wasser liegt und sich keinen Millimeter bewegt. Wie ist das möglich? Die meisten Menschen murmeln etwas von Auftrieb und zucken mit den Schultern. Aber das ist keine Erklärung. Das ist nur ein Name für etwas, das sie auch nicht verstehen. Die wirkliche Antwort auf diese Frage hat ein griechischer Gelehrter vor über 2200 Jahren gefunden. In einer Badewanne. Sein Name war Archimedes und seine Entdeckung ist so elegant, dass sie bis heute jedes Schiff trägt, das je gebaut wurde. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir reisen ins Syrakus des 3. Jahrhunderts vor Christus, wo ein König einen Goldschmied des Betrugs verdächtigte. Wir schauen uns an, warum nicht das Gewicht eines Schiffes entscheidet, ob es schwimmt oder sinkt. Und wir klären, wie Ingenieure heute Schiffe bauen, die länger sind, als das Empire State Building hoch ist. Abonniere den Kanal, wenn dich die versteckte Physik hinter dem Alltag fasziniert. Im 3. Jahrhundert vor Christus herrschte in der sizilianischen Stadt Syrakus ein Mann namens Chiron II. Der König hatte einem Goldschmied eine bestimmte Menge reinen Goldes übergeben, mit dem Auftrag, daraus eine Krone für einen Tempel zu fertigen. Als die fertige Krone zurückkam, wog sie exakt so viel wie das Gold, das er bekommen hatte. Aber Chiron hatte einen Verdacht. Hatte der Goldschmied einen Teil des Goldes durch das billigere Silber ersetzt und den Rest in die eigene Tasche gesteckt? Die Krone einfach einzuschmelzen und zu prüfen, kam nicht in Frage. Sie war ein Weihgeschenk, geweiht, unantastbar. Chiron stand vor einem Problem, das unlösbar schien. Er rief den einzigen Mann in seinem Reich, dem er es zutraute, Archimedes. Mathematiker, Ingenieur, Erfinder. Der klügste Kopf seiner Zeit, vielleicht der klügste der gesamten Antike. Archimedes dachte tagelang nach. Er wusste, dass Gold dichter ist als Silber. Ein Kilogramm Gold nimmt weniger Platz ein als ein Kilogramm Silber. Wenn der Goldschmied also einen Teil des Goldes durch Silber ersetzt hätte, müsste die Krone zwar gleich schwer sein, aber mehr Volumen haben. Nur, wie misst man das Volumen eines so verschnörkelten Gegenstandes, ohne ihn zu zerstören? Der römische Architekt Vitruv schrieb die Geschichte etwa 200 Jahre später auf. Demnach stieg Archimedes in eine öffentliche Badewanne, die randvoll gefüllt war. Als er sich hineinsetzte, schwappte Wasser über den Rand und in diesem Moment sah er, was alle anderen übersehen hatten. Die Menge des überschwappenden Wassers entsprach exakt dem Volumen seines eingetauchten Körpers. Um das Volumen eines Gegenstandes zu messen, musste er ihn nur in Wasser tauchen und die verdrängte Flüssigkeit messen. Historiker diskutieren bis heute, ob Archimedes wirklich nackt durch die Straßen von Syrakus gerannt ist und Heureka gerufen hat, was auf Griechisch „Ich hab's gefunden" bedeutet. Die Legende mag ausgeschmückt sein. Die Physik dahinter ist es nicht. Archimedes schrieb in seinem Werk über schwimmende Körper das Prinzip nieder, das heute seinen Namen trägt. Und dieses Prinzip erklärt nicht nur, warum die Krone des Königs gefälscht war, es erklärt alles. Das archimedische Prinzip lautet in einem einzigen Satz: Ein Körper, der in eine Flüssigkeit eingetaucht wird, erfährt eine Auftriebskraft, die genauso groß ist wie das Gewicht der Flüssigkeit, die er verdrängt. Das klingt kompliziert, ist aber faszinierend einfach. Stell dir ein Stück Holz vor, das du unter Wasser drückst. Das Wasser, das vorher an dieser Stelle war, muss irgendwo hin. Es wird zur Seite und nach oben geschoben. Und weil Wasser Gewicht hat, wirkt diese verdrängte Menge mit ihrer eigenen Kraft auf alles, was an ihrer Stelle ist. Sie drückt zurück, nach oben. Ein Körper schwimmt genau dann, wenn das Wasser, das er verdrängt, mehr wiegt als er selbst. Sinkt er, wenn er weniger Wasser verdrängt, als er selbst wiegt. Nicht die Dichte des Materials entscheidet, nicht das Gewicht, sondern das Verhältnis zwischen Gewicht und verdrängtem Wasser. Und genau das ist der Schlüssel zum scheinbaren Widerspruch eines Containerschiffs. Nimm einen Stahlblock und wirf ihn ins Meer. Er sinkt. Schmilz denselben Block ein und forme ihn zu einem tiefen, hohlen Kasten. Lege ihn aufs Wasser. Er schwimmt. Das Material ist das gleiche, das Gewicht ist identisch. Was sich geändert hat, ist das verdrängte Wasservolumen. Ein massiver Block verdrängt nur so viel Wasser, wie er selbst Platz einnimmt. Ein hohler Kasten hingegen verdrängt das gesamte Wasservolumen, das seine Außenhülle umfasst, inklusive der Luft im Inneren. Ein Containerschiff von 200.000 Tonnen ist genau so ein hohler Kasten. Die Außenhaut ist aus Stahl,
aber das Innere besteht zum größten Teil aus Luft, Fracht, Maschinen und leeren Räumen. Diese gesamte Hülle verdrängt eine gigantische Menge Wasser. Bei einem vollbeladenen Großcontainerschiff sind das rund 200.000 Kubikmeter Meerwasser. Dieses verdrängte Wasser wiegt zufällig genauso viel wie das Schiff selbst. Die Natur gleicht die beiden Werte aus. Das Schiff sinkt genau so tief, bis der Punkt erreicht ist, an dem das verdrängte Wasser exakt dem Gewicht des Schiffes entspricht. Dann hört es auf zu sinken. Dieser Punkt ist die Wasserlinie. Deshalb liegt ein leeres Schiff höher im Wasser als ein volles. Es verdrängt weniger, weil es weniger wiegt. Schwimmen ist nur die halbe Miete. Ein Schiff muss auch stabil bleiben. Denn wenn es zur Seite kippt, kann Wasser eindringen und den Auftrieb zerstören. Deshalb denken Ingenieure beim Bau eines Schiffes nicht nur daran, wie viel Wasser es verdrängt, sondern auch daran, wo das Gewicht sitzt. Schwere Maschinen, Treibstofftanks und Motoren werden tief im Rumpf montiert. Das senkt den Schwerpunkt und macht das Schiff kippsicher. Die breite Grundform verteilt den Auftrieb über eine große Fläche. Wenn eine Welle das Schiff zur Seite drückt, entsteht auf der eintauchenden Seite sofort mehr Auftrieb als auf der anderen. Das Schiff richtet sich von selbst wieder auf. Diese Selbstkorrektur ist der Grund, warum du bei schwerem Seegang zwar ordentlich geschaukelt wirst, aber das Schiff nicht einfach kentert. Containerschiffe, Tanker und Kreuzfahrtschiffe sind so gebaut, dass sie sich auch bei Schräglagen von über 30 Grad wieder aufrichten. Lange bevor Archimedes das Prinzip in Formeln fasste, nutzten es Menschen instinktiv. Die ersten Boote waren einfache Baumstämme, ausgehöhlt mit Feuer oder Äxten. Dann kamen Schilfbündel, Holzplanken, genagelte Rümpfe. Jede neue Form verdrängte mehr Wasser und trug mehr Last. Die Wikinger bauten Langschiffe mit breiten, flachen Rümpfen, die sogar in seichten Flüssen schwammen. Die Holländer entwickelten im 17. Jahrhundert den Floyd, einen Frachtsegler mit besonders bauchigem Rumpf, der dreimal so viel tragen konnte wie vergleichbare englische Schiffe. Jedes Mal, wenn Menschen einen Rumpf formten, lösten sie unbewusst die gleiche Gleichung, die Archimedes in der Badewanne gefunden hatte. Heute berechnen Computer das Verhalten eines Schiffsrumpfes Monate vor dem Bau. Sie simulieren Wellen, Seitenwinde, Frachtverteilung, aber das Grundprinzip hat sich nicht geändert. Wasser schiebt zurück, ein Schiff drückt nach unten, das Wasser drückt nach oben und irgendwo dazwischen liegt die Balance. Wenn du das nächste Mal einen Kreuzfahrtriesen oder einen Containergiganten durch einen Hafen gleiten siehst, weißt du jetzt, was du da wirklich beobachtest. Kein Wunder, keine Magie, kein besonderes Material, sondern einen stillen, konstanten Austausch zwischen Gewicht und verdrängtem Wasser, den ein griechischer Gelehrter in einer Badewanne in Syrakus entdeckt hat. Das Schiff drückt nach unten, das Wasser drückt nach oben. Wenn beide Kräfte gleich sind, liegt das Schiff ruhig auf der Oberfläche. Egal wie groß es ist, egal wie schwer es ist. Die gleiche Regel, die einen Kronenbetrug im antiken Sizilien aufdeckte, trägt heute Megafrachter über den Pazifik. Und sie funktioniert nicht trotz der Tatsache, dass Stahl schwerer ist als Wasser, sondern weil die Form eines Schiffes schlauer ist als das Material, aus dem es besteht.